Willkommen zu Frequent Traveler TV und wieder zu einer frisch gepressten Folge. Haben wir hier Echo? Keine Ahnung, schauen wir uns gleich an. Ich hoffe, das ist nicht zu stark, das Echo hier auf dem Balkon. Ihr seht hier wunderbares Wetter, feinstes Wetter in Kalifornien, Indian Wells. Gestern, als ich in die Wüste kam, 40 Grad. Ich weiß nicht, was es in der Sonne wirklich war, habe auch schon den ersten Sonnenbrand irgendwie hier geholt. Aber frisch gepresste Themen habe ich für euch. Frisch gepresst sind sie. Und zwar, die Piloten machen Stress bei Hansens. Sie wollen Versorgungsthemen adressiert haben. Cathay Pacific, eine Crew hat ein F-Up gemacht. Heißt, sie haben einem 3-jährigen Wein gegeben. Drama, aber auch ein Drama, was vielleicht überdramatisiert ist von den Eltern. Dann haben wir United Airlines, die haben ein Thema und zwar mit einer ehemaligen Cabin Crew, because sie hat ihren Traumjob verlassen, weil sie Geldprobleme bekommen hat. Dann nochmal zum Thema Airline-Allianzen. Ich hatte ja gestern dazu schon einiges gesagt. Ich hatte auch lustige Calls. Danke dafür zu dem Thema. Und da schauen wir uns das Ganze auch nochmal in Detail an, ob die Allianzen zukunftsfähig sind oder nicht. Und dann bei Emirates gibt es eine Neuigkeit, wenn es um First Upgrades geht. Aber diese Änderung macht eigentlich keinen Sinn, wenn nicht noch Änderungen danach kommen. Jo, schauen wir uns auch an. Wie immer an dieser Stelle, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und ihr könnt mir ja zuschauen beim Schwitzen. Das wird hier schon lecker warm. Ja, das erste Thema, was wir haben heute auf Sendung für euch, ist das Thema Cathay Pacific und ein Kleinkind bekommt Alkohol, Wein. Und zwar am 24. April 25 auf einem Flug von Hongkong nach London in der Business Class wurde einem Jungen versehentlich weißer Wein serviert. Ich weiß gar nicht, ich hatte Rotwein im Kopf. Und der Junge dachte, es sei Wasser und hat einen Schluck genommen. Und jetzt kommt es, wie immer im Leben, wenn einem etwas nicht schmeckt, dann sagt er das und sagt, das ist aber sauer. Ja, das ist wohl Riesling oder so gewesen. Ich bin kein Weinexperte. Aber an dieser Stelle, ja, hat er das dann quasi irgendwie auch so halb ausgeprustet oder so. Der Vater probierte es und fand heraus, dass es Wein ist. Das Kabinenpersonal wurde sofort informiert. Der Vater hat da noch also quasi die Purserin dazu bezogen, den Purser. Der Arzt untersuchte den Jungen. Gott sei Dank war ein Arzt an Bord. Nicht, dass ihr denkt, wo kam der denn her? Und es wurden auch keine akuten Symptome festgestellt. Das Getränk wurde natürlich durch Wasser ausgetauscht. Damit ist der Drops gelutscht, hat man so gedacht. Aber die Mutter postete den Fall auf. Und jetzt muss ich dort ablesen auf Xiaohongshu. Das ist ein chinesisches soziales Netzwerk und damit ging das Ganze viral und wurde in internationalen Medien wie zum Beispiel in dem Independent aufgegriffen. Ja, die Eltern hatten Sorgen und haben dann weitere Maßnahmen ergriffen. Heißt also, sie haben einen Kinderspezialisten, also Kinderarztspezialisten hinzugezogen, der sich das Kind angeschaut hat und hat geguckt, ob es da verzögerte neurologische oder physische Auswirkungen gibt. Die Mutter sagte Folgendes: Mangel an Fürsorge durch Cathay Pacific während des Vorfalls. Und die Eltern fühlen sich so, als ob die Cathay Pacific Leute diesen Vorfall wegschieben wollen. Kompensation, Erstattung des Kindertickets, 3 Upgrade-Voucher, einfacher Klassenaufstieg, Standby, Kostenübernahme für medizinische Checks. Und die Eltern haben das Ganze abgelehnt, haben gesagt, das sei nicht zufriedenstellend, zu wenig Transparenz für Ursachen und Prävention. Online-Kritik gab es dann natürlich direkt auch, ob das eine Reaktion ist, die normal ist von den Eltern. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn bei meinen beiden Kindern da irgendetwas sein sollte, ja, dann hat er halt Bier getrunken. Wenn es nur ein Schluck war, die Hälfte ausgerüstet. Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber nun gut, auf jeden Fall ist hier auch kein allergischer Schock oder medizinischer Notfall da ein Thema gewesen. Die Crew hat korrekt reagiert, hat sich nämlich entschuldigt, hat Ersatz gegeben und hat die ärztliche Abklärung mit eingeleitet und da geholfen. Wie das im Englischen so schön heißt, shit happens, but shit goes. Und das ist halt auch in meinen Augen der Fall. Und Cathay Pacific hat natürlich da
aus Sicht der anderen alle Tickets erstatten sollen, hätte dann die Upgrade-Voucher nicht geben sollen, weil das halt nur Standby-Voucher sind und man weiß ja nicht, dass es garantiert ist. Und man hätte 300.000 Asia-Miles bzw. die vollständige Erstattung geben sollen und der Fall wäre erledigt. In den USA wäre natürlich so ein hoher Schadensersatz möglich, Emotional Distress hier, ihr wisst ja, wie es ist. Ich kann nie mehr trinken an Bord, ohne dass ich an diesen Vorfall erinnert werde oder irgendwas. Da muss ich auch die Augen rollen. Aber das ist halt so, in Hongkong oder in England interessiert das kein Schwein, ehrlicherweise. Ist ja kein Schaden passiert. Ist ja bei uns in Deutschland auch so, man kann halt nur einen Schaden melden, wenn man einen Schaden hat. Und natürlich ist es so, dass die Crew hier einen Fehler begangen hat. Keine Frage. Ein F aber was ist denn jetzt wirklich passiert? Die Crew hat einen Fehler gemacht, sie haben sachlich und kompetent reagiert, haben das Thema adressiert, haben geholfen. Und damit ist es so, dass natürlich dass die Eltern da, ich finde, es schon übertrieben haben. Und da halt, ja, sie sind Kompensationsjäger, Profis, wenn es um Kompensation geht. Und natürlich muss Kesse jetzt intern nochmal sagen, Freunde, denk mal drüber nach, wenn du Weißwein gibst und da ist ein Kind, Augen auf bei der Getränkeausgabe. Also insofern hier von euch nochmal die Meinung, was ihr dazu denkt. Jetzt habe ich da so lange drüber geredet, ich wollte es eigentlich gar nicht. Deshalb gehen wir auch direkt zum zweiten Thema über und das ist die Vereinigung Cockpit Lufthansa. Die haben dort natürlich mit der Mainline ein Thema, das geht sich nicht um Cityline, es geht nicht um City Airlines, nicht um Discover, es geht sich wirklich um die Lufthansa Mainline. Und da gibt es 2 Tarifverträge, die gekündigt worden sind, also das hat die Vereinigung Cockpit gemacht. Und zwar die Altersversorgung, die ist Ende 2024 gekündigt worden und die Übergangsversorgung zum 30. April 2025. Wie ist der Sachstand? Der Sachstand ist, seit dem 1. Mai sind beide Themen offiziell verhandlungsbereit. Die Vereinigung Cockpit hat Lufthansa Terminvorschläge für Gespräche gemacht. Ziel sind substanzielle Verhandlungen noch im Mai 2025. Man fordert strukturelle Mängel in beiden Versorgungssystemen. Reformen in 2027 hätten gravierende Lücken hinterlassen. Man möchte aber eine nachhaltige und tragfähige Versorgungssysteme bei der Vereinigung Cockpit haben. Laut Vereinigung Cockpit ist es auch so, dass hoher Handlungsdruck besteht, sonst drohen geeignete Reaktionen. Heißt also, man möchte das Ganze dann auch eskalieren und Eskalation, was heißt Eskalation? Heißt natürlich Arbeitskampfmaßnahmen und das ist Streik. Das ist so. Und die VC verordert ernsthafte konstruktive Verhandlungen und sieht Lufthansa in der Pflicht. Das ist natürlich so, dass das Ganze auch im Rahmen der Umstrukturierungsprogramme gesehen wird bei denen. Und man möchte halt auch die ganzen Themen natürlich adressieren, weil der Unmut bei den Crews im Lufthansa-Konzern ist relativ groß durch die Umstrukturierung, durch die AOCs, durch City Airlines, Cityline-Schließung und so weiter und so fort. Und Carsten Spohr hatte ja, wie wir festgestellt haben, seinen Sparkurs verteidigt. Und Fazit ist, dass man natürlich jetzt da in die Offensive geht, in die Tarifrunde, da die Lufthansa versucht, unter Druck zu setzen. Und damit soll es jetzt auch eine schnelle Einigung geben. Auch die Spannungen im Konzern zwischen strategischen Sparkurs und tariflicher Absicherung der Belegschaft nehmen natürlich zu. Ja, ist ein schwieriges Thema. Auch hier seid ihr angehalten. Kommentiert unten oder auf School. Jo. United Airlines Flugbegleiterin, ein Traumjob ist für viele der Beruf des Flugbegleiters, der Flugbegleiterin. Und da ist es so, dass jetzt eine ehemalige United-Flugbegleiterin ein Lichtstrahl auf den Job wirft und den Leuten zeigt, wie es wirklich ist. Und die Rückforderungen der Airlines sind natürlich auch knallhart, wenn man den Job nicht macht. Ich erinnere mich zum Beispiel bei meiner Frau, dass sie zum Beispiel einen Vertrag unterschrieben hat bei Emirates, dass wenn sie den Vertrag ich weiß nicht, 2 Jahre oder so das vorher abkündigt, dann muss sie die Ausbildungsgebühren zurückzahlen. Ist in Europa übrigens auch so. Und eine Ex-United Flight Attendant oder Flugbegleiterin kündigte nach 3 Monaten im aktiven Dienst aufgrund der finanziellen Not den Job, nachdem man 6 Monate Arbeitslosigkeit hatte, Forderung über $1.300 von United wegen New Hire Recovery. Und die Bezahlung wurde von der Dame gefordert innerhalb von 2 Wochen, sonst Inkasso. Knallhart. Und der Reddit-Post der Betroffenen bezeichnet das Vorgehen als manipulativ und sketchy. Manipulativ, klar, kann man verstehen, weil sketchy heißt so ein bisschen so Scam oder dass das halt so ein bisschen
ein Geschmäckle hat, würde man, glaube ich, im Baden-Württembergischen sagen. Hintergrund ist, dass es 6 Wochen unbezahlte Schulung ist, nur Unterkunft und Verpflegung werden bestellt. Das gestellt ist halt jetzt nicht ganz so ohne, also ist schon, man kriegt halt was. Dann hat man ein niedriges Einstiegsgehalt, notwendiger Wohnortwechsel nach dem Training. Man kann natürlich Optionen auf freiwilligen Vorschuss, Kredit geben, um zum Beispiel die Trainingszeit zu überbrücken. Und seit 2001 gibt es halt keine Gehaltserhöhung mehr im aktuellen Tarifvertrag. Inflations- und Lebenshaltungskosten machen natürlich den finanziellen Einstieg in den Traumjob, und ihr könnt auch schreiben, ob es ein Traumjob ist oder nicht, schwierig. Und viele Neueinsteiger wissen auch nicht wirklich, ob sie das durchhalten, bevor das Gehalt gestiegen ist. Es ist natürlich eine Art Knebelvertrag. Besonders günstig ist das für die Fluggesellschaften, aber auch gängig für Fluggesellschaften, auch bei allen eigentlich. Emirates, Etihad, Qatar Airways, ich hatte es euch ja gesagt, haben ja solche ähnlichen Klauseln, aber auch in Europa gibt es diese Klauseln. Also es ist jetzt nicht ganz so unüblich. Und es gibt natürlich im Mittleren Osten andere Möglichkeiten. Da gibt es dann Einreisesperren. Da gibt es einfach Travel Ban. So einfach ist das. Und in den USA hingegen ist es so, dass die Forderungen einfach ignoriert haben und damit nichts passiert. Die Frage ist natürlich, dass diese Formulierung New Hire Recovery natürlich ein bisschen wischiwaschi ist. Das ist irgendwie so alles, was verwirkt sich dahinter. Die Praxis ist natürlich rechtlich zulässig. Ob es ethisch, moralisch was ist, was man machen sollte, weiß ich jetzt auch nicht, ehrlicherweise. Und die Airline sollte halt wirklich dort mehr soziale Verantwortung und Transparenz übernehmen, weil wenn Leute feststellen, das ist nicht der Job. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch, dass die Leute Ausbildungskosten haben, aber auch selbst McDonald's hat ja Ausbildungskosten, sind jetzt nicht ganz so hoch an der Fritteuse oder sowas. Aber es ist doch durchaus so, dass es dort, ups, müssen wir nach unten klappen, so dass man dort vielleicht das als Cost of Opportunity sieht und den Job vielleicht attraktiver macht. Ihr könnt ja sagen, was ihr davon haltet. Oszillatives Ein- Ausatmen. Mein Markenzeichen, glaube ich. Nein, das nächste Thema ist nämlich auch ein Thema, was mir immer wieder im Kopf schwimmt, ob Allianzen noch Sinn machen. Und zwar ist es so, dass man natürlich globale Vernetzung hat, die Starlines von 97, dann kam die OneWorld bis 99, 2000 gab es dann die SkyTeam-Gründung. Und die Vorteile sind natürlich abgestimmte Flugpläne, Codesharing, Statusleistungen auf anderen Fluggesellschaften, aber auch, dass man natürlich bei den Großraumjets und so weiter Synergien, die man ja schon vorher hatte, heben konnte. Heißt also auch zum Beispiel A++, Atlantic Joint Venture. Das heißt, wenn der eine Umsatz macht, macht der andere auch, damit man halt kein Preisdumping macht. Und die Kooperation gab es ja zum Beispiel Atlas, das war ja Air France, Lufthansa, Alitalia und Sabena, also Atlas. Und es gab KSSU, das ist KLM, SAS, Swissair und UTA. Und man hat ja auch zum Beispiel Standards damit gemacht. Heißt, Trolleys sind so entstanden unter anderem. Es gab auch Wartungen, die man gemeinsam durchgeführt hat an Outstations und so weiter, dass man da was hatte, Ersatzteile und Bordstandards. Und ich hatte ja eben schon die Big 3 von heute genannt. Starlines hat 25 Mitglieder, 1051 Flughäfen, 189 Länder, über 1000 Lounges. SkyTeam hat 19 Mitglieder, ihr seht, die sind an zweiter Stelle. Air France, KLM, Delta, Korean, aber auch SAS, die haben 160 Länder, auch 1000 Ziele. Aeroflot-Mitgliedschaft allerdings von 22 ist ausgesetzt, oder seit 2022. Dann haben wir die OneWorld, 14 Mitglieder, British Airways, Qatar Airways, American Airlines, Fiji Airways ist ja ein neuer Partner, Finnair muss ich auch erwähnen als eine meiner mittlerweile meistgenutzten Fluggesellschaften. Die haben 900 Ziele, 170 Länder. Gut, es gab ja diese Wechsel, SAS von Starlines zu SkyTeam, ITA geht gerade von SkyTeam zur Starlines, Oman Air ist in Vorbereitung in die OneWorld reinzukommen, WestJet, ist das vielleicht ein SkyTeam-Partner, der halt kommt, weiß man nicht. Und man hat jetzt halt wirklich diese vertieften wirtschaftlichen Kooperationen außerhalb von Allianzen, abgestimmte Flugpläne, Erlös- und Risikoaufteilung, das ist ja der Sinn und Zweck von diesen Joint Venturen. Und da gibt es halt auch Fluggesellschaften, die alleine unterwegs sind. Das ist zum Beispiel Emirates, das ist Etihad, die da noch alleinige Kämpfer sind, auch wenn ja jetzt Emirates sich ja beteiligt hat an Aegean. Vielleicht kommen sie in die Starlines, nein, ich weiß es ehrlicherweise nicht. Die haben keinen Beitritt zu einer Allianz, weil sie sagen, sie sind alleine stark genug, sie haben genug Knete, sie brauchen das Ganze nicht und es passt in ihr Konzept nicht rein.
haben halt ein eigenes globales Netz, denn Dubai ist ja deren Hub, oder in Qatar Airways, Entschuldigung, in Etihad, das ist Abu Dhabi. Und damit hat man natürlich dann kein Problem, wie so kleinere Fluggesellschaften haben. Auch ist es so, dass man nur gezielt diese Abkommen macht mit Qantas oder United, hier einmal OneWorld, einmal dann Starlines oder mit Aegean jetzt neu. Und Grund ist halt, weil man eine Markthoheit oder Markenhoheit haben möchte. Man ist Premium positioniert und vor allem auch die Lounges möchte man exklusiv halten. Und dafür ist auch am Ende des heutigen Podcasts, wenn ihr es hört, ihr solltet es immer auf YouTube schauen, weil dann habt ihr auch das Bild und seht auch mein Panorama hinter mir. Da ist es so, dass man dort natürlich auch weiß, dass es für kleinere Fluggesellschaften wichtig ist, in einer Allianz zu sein. Man hat damit Netzwerkoptimierungsmöglichkeiten, gemeinsame Standards. Aber halt, wie gesagt, ist es so, dass es nicht alle Fluggesellschaften davon profitieren, nur individuelle Strategien gewinnen an Bedeutung, denn der zukünftige Trend ist, dass man dort flexiblere Kooperationen machen möchte in der Zukunft. Fokus auf wirtschaftliche Effizienz und Markenstärke statt dieser starren Mitgliedschaften. Und das ist natürlich etwas, wo man ehrlich sein muss und sagen muss, ja, eine Allianz kann auch eine Bürde sein. Ihr könnt ja nochmal unten kommentieren, wieso der Status quo aus eurer Sicht ist, ob die Allianz Sinn macht oder nicht. Da von euch unten viele, viele Kommentare bitte und auch auf Skool. Eine Änderung bei Emirates Skywards, die es gibt, die ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen möchte. Das ist die Regelung ab 12. Mai, First Class Awards nur buchbar für Skywards Silver, Gold und Platinum. Und Blue-Mitglieder können keinen First-Class-Flug mehr buchen. Hat natürlich den Hintergrund, dass die ganzen Leute, die halt die Amex-Punkte transferieren und so weiter, da den Award-Space wegnehmen. First Class kann also nur noch bis zum 11. Mai 2025 gebucht werden. Danach ist die Prämienverfügbarkeit nur noch für Statuskunden. Dort ein Hinweis im Vorteilsmatrix auf der Webseite. Änderung wurde nur still über den Hinweis im Benutzerkonto, nämlich veröffentlicht. Heißt also, das gab es dann nicht so ganz offiziell. Und vergleichbar mit Air France La Première nur für Flying Blue Platin-Mitglieder. Emirates folgt dem Trend exklusive Produkte nur noch an den Top-Kunden. Lufthansa ja hat das noch nicht, aber wird wahrscheinlich auch kommen. Swiss hat das ja First Class nur für Senatoren Horn Circle. Heißt also, dass man natürlich Emirates First Class Begehrlichkeiten auslöst bei uns, aber man möchte es halt exklusiver gestalten und die Zuzahlungen sind ja auch mittlerweile relativ hoch. Die Änderung ist halt leider nicht transparent kommuniziert worden. Es ist kein Mailing rausgegangen worden nach dem Lufthansa-Style. Also wir haben für Sie das Angebot verbessert. Und keine offizielle Ankündigung heißt also auch, dass es natürlich auch keine Eintragung in den Skywards irgendwo gibt. Das Fazit ist halt wirklich, dass man beschränkt gezielt Premium-Produkte ohne Statuswert zu erhöhen, damit exklusiver gestaltet. Und wenn man natürlich Silber, Gold, Platin ist, verliert man nicht den Zugang zu den First-Class-Buchungen. Und wichtig ist auch, dass ihr, wenn ihr das nicht habt, wirklich bis zum 12. Mai bucht. Die Frage ist natürlich, wie wird das umgesetzt? Ist es halbherzig umgesetzt? Ja, ich sage schon, weil ein Silberstatus bei Emirates, das ist ja jetzt wirklich nicht so schwer, auch der Goldstatus nicht, den gibt es ja teilweise schon mit Status-Matches beziehungsweise auch mit gewissen Kreditkarten. Heißt also, dass man hier dem ganzen Thema natürlich Herr werden kann. Und da muss man dann ganz klar sagen, so nicht, Herr Emirates. Ne? Also Timothy, böse, böse, böse. Ich beende die heutige Sendung wieder, bevor ich hier noch weiter anfange zu schwitzen. Renne zu meinem Postfach und gucke, dass ich für euch die Mail rausholen kann. Für alle, die Post bekommen haben, Kreditkarten in den USA, werde ich auch nachher die Nummern geben. Und Charge Club-Mitglieder werde ich dann auch nochmal gesondert informieren. Ich werde mich heute jetzt hier wahrscheinlich an den Pool knallen, ein bisschen mehr meinen Sonnenbrand verteidigen. Und also, dass das nicht weitergeht, ne? Nicht, dass ich hier Sonnenbrand haben will. Heißt also gut mein Spray benutzen und danke, dass ihr heute dabei wart. Bis morgen wieder in Alter und in Frische. Morgen habe ich euch jetzt versprochen, Sonntag. Ich sage lieber bis zur nächsten Sendung. Also bis dann. Ciao, ciao.